Frieden bedeutet für mich, achtsam mit mir umzugehen, achtsam mit anderen umzugehen, gleichzeitig, wenn es Gewalt oder Ungerechtigkeit an diesem Weg ist, Widerstand leisten, gegenzustellen, aber gewaltfrei. Das ist für uns wie eine Lebensberufung. Ich wünsche mir manchmal Frieden in der Welt, dass ich arbeitslos werde und im Arbeitsamt ein Minimalgehalt bekomme. Das wünsche ich mir. Ja, mein Name ist Otto Rafai. Ich komme aus Zagreb. Ja, ich bin über 59 schon. Und ja, heute bin ich eigentlich sehr engagiert in Friedensarbeit, in Ausbildungen für Erwachsene, in gewaltfreies Handeln. Und das ist eigentlich meine Berufung eigentlich geworden. Und eben, also diese ganze Arbeit machen wir zusammen mit meiner Frau. Und wie soll ich sagen, das ist viele Fragen oft da. Ihr seid Ehepaar und macht ihr noch auch die Arbeit zusammen und so. Aber das ist wiederum unsere Beziehung noch gestärkt hat eigentlich, weil es nicht pure Arbeit ist, sondern auch wie für mich, auch für sie Berufung ist eigentlich. Dieses Engagement ist mehr als Arbeit. Arbeit natürlich, wir nehmen Kraft und Energie dafür und so, aber eigentlich die Begegnung mit anderen ist einfach wichtig für uns beide. Ja, ich bin in katholische Glaube aufgewachsen. Ich habe meine Kindheit in Kirchenräumen verbracht, sehr früh im Ministrant gewesen, so heißt es, wenn Diener, Messdiener auf Deutsch. Mit 4 Jahren war ich mit meinem Cousin, der 3 Jahre älter ist, schon beim Religionsunterricht in Pfarrei. Damals, das war in sozialistischer Zeit nur in Pfarrei möglich und so. Ja, ich bin irgendwie reingewachsen in diese Identität. Und die für mich war sehr wichtig, Jesu Nachfolge. Und ich wollte auch katholischer Priester werden. Und diese Identität Jesu Nachfolge eigentlich prägt mein Leben auch heute. Nicht als Priester, also ich bin nicht Priester geworden, aber für mich ist das sehr wichtig eigentlich gewesen. Ich habe Theologie studiert und für mich war nach diesem Studium klar, dass ich für keine Ziel oder keinen Zweck einen anderen Menschen töten möchte. Und eigentlich das war meine ganze Zeit meine Begründung für mich selbst und auch meine Frau Anna,
hat diese Entscheidung auch unterstützt natürlich und so. Und wie soll ich sagen, diese innere Haltung, dass man keine Ziele gibt es in dieser Welt, wofür ich töten möchte, andere Menschen töten möchte. Es ist für uns klar gewesen, für mich klar gewesen. Also im Frühling 1991, nach der ersten freien Wahlen in Kroatien, die wehrpflichtigen Männer waren einberufen, ihre Papiere zur Wehrpflicht zu regeln. Und dafür haben Männer aus meinem Ort, also Sesvete, bei Zagreb, alle die Einberufung bekommen. Und ich habe wie alle anderen Männer in diesem Raum diese Berufungspapier bekommen und eben erschienen an diesem Tag. Und was ich noch in dieser Situation erinnere, ist die Polizeistation in Sesvete, in meinem Wohnort, wo ich jetzt auch lebe. In erster Stock oder welcher Stock war, das weiß ich nicht mehr, aber ein großer Raum, Sitzungsraum, wo wir 70, 80 Männer waren. Oder so scheint es mir, dass wir so viele waren. Und wo wir eben, der Chef von Polizei hat erzählt, ja, wir kriegen diese Uniform und die Waffe in diese Tasche, die schon überall neben uns stand. Ja, ich habe da gleich gefragt, wo er fertig war, gibt es eine andere Form zum Dienen, dieser Gesellschaft zu dienen, ohne Waffe und diese Uniform. Und er hat mir ziemlich schnell geantwortet, jetzt noch nicht. Und die können aufschreiben, wieso sie das ablehnen möchten und nicht diese Uniform und Waffe möchten. Und dann habe ich die Papier gekriegt und die Bleistift dazu oder die Kugelschreiber dazu. Und dann, ich habe aufgeschrieben, wegen meinen Glaubensgründen, das nicht annehmen möchte. Auf diese meine Frage und mein Schreiben ist ein Mann dann sich umgedreht vor mir und dann gefragt, ja, welcher Glaube bist du? Und ich habe gesagt, katholisch. Und er sagt, ja, wie ich auch, wir auch hier. Ja, also so fragende Augen, also was ist los mit dir? Das weiß ich nicht, hat er so gedacht, aber so habe ich ausgedacht, dass er das wollte mir irgendwie sagen, aber nichts mehr. Nur dieser Satz, ja, wir sind auch katholisch, was ist los mit dir? So habe ich aus diesem Blick mitgenommen. Aber das ist für mich überhaupt nicht, mich nicht gerüttelt oder sowas. Das, ja, eben. Wir sind alle auf verschiedene Weise, wie soll ich sagen, wir gehen auf verschiedene Weise unsere Wege. Nach Rückkehr 1993 nach Kroatien habe ich mich eingeschlossen in eine Initiative oder einen Verein, der Kriegsdienstverweigerer Beratung machte. Für Männer, die nicht Waffendienst in Kriegszeit machen wollten, sondern ohne Waffe, wobei in dieser Zeit auch viele schikaniert wurden. Mit dieser Auswahl, ohne Waffen zu dienen, waren viele Situationen an Frontlinie, müssten sie ohne Waffen diese Schutzgraben machen und so, dann wurden auch in Lebensgefahr geraten mit dieser Rolle eigentlich.
wobei sie eben ohne Waffen entschieden haben zu dienen, dann wurde das auch ein bisschen, missbraucht, dieses Gesetz gegen Menschen. Und manchmal waren das auch Serben, die in Kroatien geblieben sind oder Einwohner wie ich in Zagreb gewesen sind. Aber weil der Krieg zwischen serbischer Seite und kroatischer Seite ging, dann manchmal wurden diese Menschen auf diese Weise schikaniert. Ich sage auch heute, Gewaltfreiheit kann man lernen. Also gewaltfreien Weg zu gehen kann man lernen. Und auch die Ausbildungen, die wir dann hier in Deutschland gemacht haben, damals hieß es Ökumenischer Dienst im Shalom-Diakonat, e.V., also ein Verein, die eben Ausbildungen angeboten hat für Menschen, die sich langfristig für den Frieden sich einsetzen möchten. So sind wir dazu gekommen. Und 1995 war der erste Aufbaukurs, wo wir teilgenommen haben, beide. Für mich war das ein Wendepunkt eigentlich in meinem Leben, weil der Praktikumszeit dann, 1996, haben wir dann in Kroatien Friedensorganisationen, Menschen aus Friedensorganisationen kennengelernt und noch heute mit manchen sehr verbunden sind in Engagement. Und seitdem leiten wir eigentlich Trainings, Ausbildungen für Erwachsene in gewaltfreies Handeln. Also wir machen jetzt in letzter Zeit mehr Kroatien, früher mehr Bosnien, aber weiterhin ist Bosnien und Kroatien eigentlich unsere, sage ich jetzt, Hauptregion, wo wir wirken, weil wir auch dort das waren ehemalige Kriegsgebiete. Und so machen wir auch unsere Ausbildungen. Bis heute, seit 1996, immer mit verschiedenen Zielgruppen, verschiedene Programmteile. Wir haben in dieser Zeit mehrere Programme entwickelt, also Grundkursebene für Menschen, egal welche Menschen, egal welche Zielgruppe. Dann später auch Programme, die für die Gläubigen vorgesehen wird, weil wir haben gesehen, also 2003 der zweite Irakkrieg ausgebrochen ist, dann ist in unserer Gegend auch so diese, die Spannung zwischen Christen und Muslimen auf eine höhere Stufe gegangen, besonders weil es nach dem Krieg war. 1995 ist auch in Bosnien der Krieg aufgehört mit Dayton-Abkommen, aber das war wie Waffenstillstand eigentlich, nicht so richtige Friedensabkommen. Und eben 2003 ist es wiederum diese Spannung hochgegangen. Und für uns war wichtig, dass wir die Freundschaften, die wir schon hatten, also aus der Ausbildung 2001, im Januar und im November, dann der zweite, mit Organisation Ibrahim aus Sarajevo, dass wir diese Menschen irgendwie in Begegnung haben möchten. Und seit 2006 bieten wir interreligiöse edukative Begegnungen. Also das sind viertägige Training, die für Menschen vorgesehen ist, die sich gläubig nennen. Christliche Ecke, orthodoxe, katholisch oder protestantisch oder Muslimen. Und diese Programme sind so gestaltet, dass der erste Teil ist, wir lernen Kommunikationsfertigkeiten, die für Dialog dienen können. Und im zweiten Teil gibt es Austausch über die Identität, wie ich das selbst nenne, also wie ich benenne. Wenn ich sage, ich bin katholisch oder ich bin Muslim oder Muslima, was das für dich heißt. Und du sollst das vorstellen in 2 Minuten für alle anderen. Und da kommt es eben das vor, was
für diesen Mensch die wichtigste ist, in diese 2 Minuten zu erzählen. Was ich gelernt habe, zum Beispiel, dass es dieses Friedenspotenzial in diesem Glauben präsent ist. Zum Beispiel, was ich von muslimischen Teilnehmenden gelernt habe, ist, dass sie sagen, wenn ich einen Menschen rette, als ob ich die ganze Menschheit gerettet habe. Es ist so als Gebot im Koran vorgeschrieben. Also du sollst für einen Menschen sich einsetzen, weil das gilt, als ob du die ganze Menschheit gerettet hast. Und auch, wenn du Schaden antust an einem Mensch, als ob du die ganze Menschheit Schaden angetan hast, zum Beispiel. Und das ist für mich stark, weil das ist eine tiefe Grundlage für einen gemeinsamen Weg zu gehen. Zum Beispiel die Christen, die Hauptbotschaft ist, liebe deinen Nächsten als dich selbst. Also das ist, darüber gibt es keine größere Botschaft. Und besonders bei Christen, dass wir glauben in diese, wie sagt man das, Verkörperung von Gott, dass ein Gott Mensch wird, weil er uns zu Gott erheben möchte. Also, wenn ich jemanden heute treffe und mit christlichen Augen anschaue, ist jeder ein Gott für mich. Jeder. Also wurde nicht gesagt, nur die Christen oder nur die Kroaten oder die Ungarn oder so, sondern jeder Mensch ist wie Gott. Fertig. Also, und deswegen ist für mich diese als Hauptbotschaft oder Hauptaufgabe so zu leben, dass ich keine Schade antue an anderen. Und ja, das kann man lernen. So lernen wir die Gewalt auch. Also wir kriegen verschiedene Botschaften von Eltern, Großeltern, Umgebung, dass man, ja, wenn dich jemand schlagt, dann schlag zurück und dann bist du recht. Also so. Und dann, das muss nicht so sein, sondern ja, was kann man noch tun? Oder was kann man tun, dass es schon die Anspannung, dass es in Gewalt eskalieren könnte, schon was machen könnte. Und das kann man üben. Und ich denke, unsere Trainings tragen dazu bei, dass wir Menschen ermutigen, solche Werte zu leben. Ja, ich habe diesen Gegenstand, dieser kleine Ring aus einer Fruchtkern gemachter Ring aus Lateinamerika, die ich an diesem Aufbaukurs auch kennengelernt habe über unseren Freund, der über 20 Jahre in Peru gelebt hat. Und er hat erzählt über diesen Solidaritätsring, das heißt Solidaritätsring, die diese Ureinwohner selber machen und wir hier in Europa symbolisch verkauft. Und eigentlich für mich ist dieser Ring eine Erinnerung, dass überall gibt es Menschen, die für eine bessere Welt sich einsetzen möchten, die sich für den Frieden sich einsetzen oder für andere Menschen sich einsetzen, die anders sind als sie selbst oder so. Oder für Natur sich einsetzen, eben wie diese Ureinwohner für die Urwald oder diese Erhalten von diesem Zustand, wo sie leben, dass es nicht zerstört wird. Und dass eigentlich diese Engagement hilft für die ganze Menschheit eigentlich. Eine friedliche Gesellschaft für mich bleibt wie eine anziehende Visionskraft. Es wird es nie geben. Aber wir machen jetzt schon Steine, dass wir dorthin gehen. Oder Wege machen oder wie sagt man das, trampeln schon in diese Richtung.
Konflikte bleiben, also Konflikte bleiben, aber nicht mit Gewalt sie benutzt werden, sondern gibt es andere Wege, mit Konflikten umzugehen. Und das finde ich eine wichtige Inhalt, dass wir das irgendwie in Gesellschaften bewusst bekommen, dass es Konflikte geben wird, aber nicht notwendig, der Gewalt ist nicht notwendig, dass man es gelöst wird. Und ich denke, es ist immer so. Wir sehen nach Kriegszeit, wie viele Mühe ist, Menschen wieder zurückzubringen, aus dieser Erfahrung rauszukommen. Aber wir sind ziemlich schnell in eine Kriegsrichtung, sehr schnell raten wir in diese Richtung. Und das ist, finde ich, das Gefahr. Und die Kriegsführer möchten diesen Weg. Nur so denkt man, sonst kommen wir nicht aus dem Krieg raus. Und ich denke, das ist nicht ganz wahr, weil gewaltfreie Menschen und Gedanken sind auch in Ukraine präsent, auch in Russland bei Menschen präsent. Es ist leider dominant, diese Waffensache oder Krieg und Tragödie, aber trotzdem, diese Menschen werden Spuren hinterlassen, die, wenn einmal dieser Krieg aufhört, das als ein Potenzial ist für weiter. Also ich spüre die Wirkung eigentlich in unseren Freundschaften, die wir mit Menschen haben. Und wenn wir in ein Gebiet wiederum kommen, die Menschen, die wir an Ausbildungen getroffen haben, wir treffen dann oft wieder. Und es passiert, dass aus unseren Programmen, aus diesen Gruppen gibt es immer eine oder mehrere, die sich dann in seine eigene Umgebung engagiert hat. Das ist so wie, ja, wie soll ich sagen, wir ändern die Menschen nicht, aber wir wirken. Und da bin ich, wie soll ich sagen, tief überzeugt, weil ich habe auch in meinem Leben diese Wirkung von Menschen erlebt, die für Frieden sich eingesetzt haben. Also wir treffen oft Menschen an Ausbildungen, die vieles in Kriegszeit erlebt haben, direkte wie sagen Sie, Schaden aus dem Krieg, also auf eigene Körper, sage ich jetzt, erlebt. Auch die Soldaten waren, unser Freund ist eben in Verteidigung von Sarajevo als junger Mann gewesen und heute oder später ist er eigentlich in Friedensarbeit sich sehr engagiert. Als ehemaliger Krieger, sage ich jetzt also und so. Und dann, wie soll ich sagen, diese Menschen wünschen, dass ihre Kinder sowas nicht erleben, was sie erlebt haben. Also dieses Engagement ist in diesem Sinn wiederum wegweisend sein kann für viele, dass es nicht mehr solche Sachen passiert. Ja, ich denke, die Engagement für die Verbesserung dieser Welt braucht diese Ausharren. Einfach konsequent bleiben und ja, eigentlich, das ist auch ähnlich in unserer Arbeit beim Trainings, dass wir immer wieder diese Themen bei Menschen beibringen oder auseinandersetzen. Diese Themen Gewaltfreiheit. Ja, wie mache ich was? Das kann man nicht eben wie mit Harry Potter Zauberstab herbeibringen, sondern ausharren auf diesem Weg. Und das ist, wie soll ich sagen, deswegen ist für mich gewaltfreier Weg und nicht Gewaltfreiheit jetzt in diesem Sinn
wie sagt man das, statisch, sondern dynamisch, weil es immer wieder neue Situationen gibt, die mich herausfordern, wie reagiere ich oder wie, noch besser gesagt, wie übernehme ich die Initiative, dass es nicht diese Gewalt zum Beispiel als letzte Wort hat. Ich denke, jeder ist fähig für gewaltfreie Weg. Das ist nicht mein Satz, das ist noch von, denke ich, Gandhi. Und ja, das ist niemandem irgendwie, niemand ist unfähig. Jeder kann das. Das ist eine Aufgabe für mich, für ganzes Leben eigentlich.